sind hier in Malibu gelandet, haben uns ein bisschen Urlaub gegönnt. Aber eigentlich mit Urlaub ist schon wieder vorbei. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen malochen gehen. Also ich mache mich mal weg hier. Jasbeck ist weg. Ich bin hier allein am Strand, fühle mich pudelwohl. Aber auch für mich genug Urlaub. Für mich geht das auch wieder weg hier. Oh, aus Malibu direkt im ZDF gelandet. Ein paar Antiquitäten versteigern. Heide, was hast du heute für ein geiles Stück mitgebracht? Oh, 2 Wahnsinns-Kronjuwelen, ey. Aber hier fühle ich mich nicht so wohl. Das ist nicht die Malore, die ich brauche. Ich bin mir noch weiter. Ah ja, okay. Bekannte Umgebung, sind wieder im Park gelandet. Aber irgendwie sind wir komplett falsch angezogen, oder Horst? Ja, okay. So, wir haben uns endlich das richtige Gelump übergestülpt, um jetzt richtig loszulegen. Auf geht's im Park, oder was? Let's go. Was meint ihr denn hier? Ja, ich bin leider für heute raus. Ich bin hier mit 40 Grad Fieber im Krankenhaus. Aber gut, was willst du machen? Ne? Ein bisschen Schwund ist immer. Ich gehe mir jetzt mal die Krankenschwester rufen hier. Die macht das schon, ne? Die macht mir wieder schön ordentlich gesund. Schwester! So, nach diesem grandiosen Intro, kurze Erklärung, ich bin tatsächlich heute raus. Ich habe Fieber, ich habe eine Grippe, also lieg flach. Ich zeige den Jungs jetzt nur noch, was hier zu tun ist. Kleine Einweisung, ist ja wie meine. Bauherr hat das Sagen hier, auch von der Ferne. Nix Bauherr, Alter, scheiß Anzugträger ist das. Weißt du, hier, die wahren Malorer stehen da und hier. Wir sorgen heute dafür, dass die Mauern sich wieder nach oben senken. Nee, nach oben hinaussteigen. Wir jagen hier schön das Fundament vielleicht rein, wenn die Sonne nicht in 15 Minuten untergehen würde. Balancieren über diese schon erbauten Mauern und gucken, was die Flex uns heute so mitzuteilen haben. In diesem Sinne, das wird ein Wahnsinnsarbeitstag. Ehrlich, rein in den Orgau. Wah. Bauherr, was haben wir zu tun? Also, als allererstes müsst ihr hier an den abgesteckten Schnüren das Fundament reinbetonieren. Das heißt erstmal ausschachten alles. Schön mit der Spitzhacke weg und dann könnt ihr da Zement reinzimmern, wie ihr wollt. Aber ich persönlich gar keinen Bock drauf. Ich auch nicht, Alter. Also die einzigen, die hier eigentlich einen Plan haben, das ist unser Bauleiter Eiko und unser Bauherr Etienne. Die sind heute beide raus. Das heißt, die 2 größten Schwachmaten sind hier vor Ort. Das wissen wir eigentlich jetzt schon, dass es nichts gibt, aber ich meine, Spaß ist Spaß. Ich würde euch nur empfehlen, heute das Ding auszuschachten, weil sobald ihr Beton reinkippt, müssen auch halt die Steine mit rein. Das muss halt gerade sein, alles ausgerichtet. Digga, das machen wir ganz sicher nicht. Ich glaube auch nicht. Das machen wir nicht. Also, wenn es darum geht, irgendwie Millimeterarbeit zu machen, dann sind wir die ganz falschen Ansprechpartner. Ja. Wie ich eure Arbeitseinstellungen erkenne, werdet ihr auch nicht mehr schaffen, als da ein paar Mal den Spaten zu schwingen. Das ist goldrichtig. Das fühle ich auch persönlich sehr, sowas. So, der Bauherr hat sich vom Acker gemacht, also macht sich gleich vom Acker und wir jagen jetzt hier schön die Spitzhacke in den Boden rein und machen mal ein bisschen Fortschritt. Ne? Der Bauherr hat natürlich wieder was zu meckern. Und zwar die Jasper hier beim Schippen hat er alles nach außen geschippt, anstatt nach innen. Weil der Plateau muss ja nachher eh aufgefüllt werden. Deswegen hätte der den Schotter einfach direkt nach innen packen können. Und hat jetzt den Split damit verunreinigt. Und, Alter, weißt du, wer kein Werkzeug in der Hand hat, der darf auch nichts melden hier. Anzugträger. Ja, ganz genau. Zieh das Sakko von Horst Lichter eben drüber, dann bist du auch hier Anzugträger. ich habe meinen Posten für heute akzeptiert, habe mich jetzt in Schale geworfen. Denn die Arbeit macht sie ja nicht von alleine. Ne? Einer muss ja jeder sagen haben. Was ist das denn? Ja, du bist ein absoluter Bist du. Alter, Anzugträger hier aus dem Park, Alter. Du kriegst ja den Schlag mit der Schippi über den Kopf. Klebt da noch ein bisschen Sand an die Wände oder sowas. Wer das nicht mitgekriegt hat, ja, vorletzte Woche. Grüß die Scheiße. Wusste nicht. Ja, das, meine lieben Freunde hier, das hier, fabriziert von Anzugträgern. Geht so ab, die Scheiße da. Also dazu muss ich sagen, das ist nicht meine Abteilung, da muss ich erstmal meinen Kollegen fragen, wer das gemacht hat, dann ein bisschen Papierkram, ne? Bürokratie ist ja klar. Ja, frag die die waren dann nämlich. Dazu möchte ich keine Stellung beziehen, das ist nicht meine Abteilung. Genau, wir haben jetzt die Schnüre mal weggemacht, damit die Jungs ein bisschen besser scheppen können. Die Eisenstangen sind natürlich noch im Boden, ich kann es durch die Cam nicht sehen. Sind auf jeden Fall noch im Boden, müssen sich einfach gedanklich eine Linie zaubern und dann einfach da entlang ausscheppen oder hacken. Da die Schnüre jetzt natürlich weg sind, haben die Jungs keine Angabe mehr von der Höhe. Deswegen müssen sie sich jetzt nach der Schnur richten und einfach dann mit dem Augenmaß gucken, dass alles so ungefähr auf einer Höhe bleibt nachher. Das heißt, von hier können sie runter messen, 40 cm und einfach gucken, dass der Rest, die ganze Rille entlang hier, ungefähr die gleiche Höhe bleibt.
Man muss zugeben, man merkt das schon, wenn man so 3 Monate gar keinen Sport richtig macht, dass selbst so was tierisch anstrengend ist. Ich gebe einfach immer mal kurz ein Update zur Hüfte jetzt, wenn sie was Neues getan hat. Aber da hat sie nichts Neues getan, fällt mir gerade auf. Also ich kann laufen, ich kann stehen, springen und alles kann ich trotzdem noch nicht. Also egal, ich mache hier gleich einen Jump, meinen ersten Jump seit der Verletzung. Schon einen ausgespäht, pass auf. Von da nach da, nur auf links. Fellrisiko sehr hoch, kann lustig werden. Boah. Alter, auf dem Zehennagel gestickt. Auf dem Zehennagel gelandet. Oh ne, das wäre so wild, wenn du mich hier aufs Maul legen würde und mir die Hüfte nochmal auskugeln würde. Ne? Das fände ich schon ein bisschen lustig, weil das wäre auch am Sand wäre das normal. Aber dann können wir dich einfach da in die Kuhle reinpacken, ein bisschen Schott darüber und dann passt das schon. Dann bist du Teil des Parks. Ist ja nett, komm. Jawohl. Oh, Alter, Bock auf mehr, ich mach den. Also Mutter, das tut mir tierisch leid, wenn du das hier siehst, ne? Aber ich meine, muss sein. Ist ja auch schließlich Arbeit hier, ne? Arbeit macht sich ja nicht von selber. Alter, wenn ich den Drop nehmen muss und nur auf links lande, dann bin ich danach, habe ich die Hüfte durch. Egal. Oh, Alter, das macht mich schon ziemlich happy, muss ich sagen. Ich brauche das nächste. Ich muss das Limit finden. Ihr wisst, wie das läuft bei Schlappen. Ich würde mal sagen, das ist mental auf jeden Fall das Limit. Das muss ich nämlich auf dem Boden einmal testen. Ich kann nämlich das Bein nicht richtig durchschwingen. Ich muss quasi komplett aus dem Stand abspringen. Deswegen fragt man das einmal. Hier hoch. Und? Ohne Bein durchschwingen ist schon hart, ey. Also, was sagst du? Guck mal einmal in Ruhe. Wobei ich natürlich auch immer an die Finanzen hier denken muss. Ruhe, ne? Bei einem Stundenlohn von 8,50 € kostet natürlich, wisst ihr? Deswegen, einmal 1 ist 2. Easy, oder? Ja, komm. Ja, komm. Sendet. Klar. So easy war das zwar nicht, aber egal. Oh ne, ich tendiere dazu, dass ich die Hüfte dann mitnehme, weißt du? Mhm. Ich darf halt wirklich nur auf links landen, das ist schon ein bisschen schwierig. Fuck, ein bisschen Angst. Ach ja, die Landung muss ja auch. Ja, ich auch nochmal ordentlich Impact. Ich darf das nicht im Ansatz irgendwie nur aufsetzen. Jan hat sich jetzt doch nochmal umentschieden. Das Geile an der Challenge ist, dass du natürlich direkt auf der Linie auch noch eine Eisenstange hast, ein paar Zentimeter vorher. Guten Fluch, Jung. Das ist quasi der Buttplug für unterwegs hier. I need more drops. Wo sind die Drops hier, Bart? Mir ist gerade aufgefallen, wie scheiße das Ding ist, was wir hier gebaut haben. Ich bin nämlich gerade auf der Suche nach Drops und hier gibt es keine. Das war der größte Drop hier bei den Mauern. Also für Hunting Drops wird das Ganze hier nichts. Na gut, dann müssen wir wohl am Boden taken. Das ist, glaube ich, ein angemessener Drop. Ui. Das ist jetzt hier die finale Challenge und zwar Standing Free Plyo. Das ist alles Wahnsinn, ey. Ja. Ja. Das macht mich schon wirklich verdammt happy. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, aber das macht mich wirklich sehr happy. Ich will mehr Jumps machen. Wir wurden jetzt vermehrt gefragt, wie es unserem Kumpan Max geht. Der hatte sich ja das Sprunggelenk gebrochen. Deswegen fliegen wir jetzt mal zu dem Jungen hin. Männers, let's go! Oh, Männers, pass doch mal auf hier! Mann! Weiter geht's hier, Jungs! Herr Ward, wie ist die Gefühlslage? Ja, moin. Moin, moin. Thank you for coming all the way on a Flixbus to snowy Prague to ask me about my injury. Very good business attire. I can see you're not as affected by the cold as I am. Well, I'll tell you, it's getting there now, but it was a struggle. I'm talking 2 weeks in hospital while you guys were on tour. 2 months in France. 3 surgeries. We had 2 in Germany and 1 in France. It was tough. It was tough. But we're back. I'm back in London. Well, now I'm in Prague, but I'm back living in London. I'm back sorting it out, and I'm doing my squats. I'm doing my rehab exercises. I'm doing my pull-ups, which are irrelevant, but you know, man stays fit. And today I have a one-of-a-kind stunt for you that I want to
try to represent my progress if I can take my jacket off. So, yesterday I tried my first jumps since the injury, and today we're gonna see if I can do my first backflip since the injury. You ready for this, boys? Oh! It went alright, it went alright. Okay, the ankle did not hurt, the tech was bad, but fuck. Maximus fucking Ward came all the way to Prague to fucking stand in my way. There's this redhead child who's been yelling at me all day. Oh, ah. Unser Flugzeug. Herr Ward, vielen Dank Okay. für die Auskunft. Well, Bis dahin. yeah, it was good to speak to you guys, and hope to catch you again soon. Eine weitere Frage unter dem letzten Parcourspark-Vlog war, wer das überhaupt hier alles finanziert und wie und wann hier gebaut wird. Und zwar ist das so, die MTG Horst, das ist einer der größten Sportvereine in Essen, dachte sich, jo, wir bauen jetzt mal einen Parcourspark und hauen mal die Jungs von den Freerunning-Schlappen an, ob die uns hier nicht mal ein bisschen helfen können. Und dann haben wir Pläne gemacht und bauen hier jetzt immer mit denen zusammen, zum Beispiel mit Eiko, der war ja auch schon in 1, 2 Videos dabei. Ja, da bauen wir immer, wenn wir Zeit haben hier am Park, und das wird natürlich von denen finanziert. Also wir werden ziemlich arm, wenn wir das hier alles bezahlen, also sind wir so oder so, aber noch ärmer. Und ja. Ja. Wie ihr seht, haben wir noch verdammt viel freie Fläche hier am Park, und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir hier noch bauen könnten, könnt ihr uns die gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr vielleicht sogar Handwerker seid und eine gute Skizze machen könnt, könnt ihr uns die natürlich auch zukommen lassen an die E-Mail, die unten in der Videobeschreibung steht. Wenn uns die Idee zusagt, sind wir natürlich gerne gewillt, da umzusetzen. Wir haben da jetzt an irgendwie sowas gedacht wie ein Looping, Liebeschaukel oder Lachsbecken oder sowas. Kurze Erinnerung, was hier vor genau einem Jahr mittlerweile war wirklich genau ein Jahr her. War hier vor dem Container richtig geiler Sandhaufen, haben Dwayne und ich uns schön Kopf voran rüber gehechtet. Ich würde sagen, Zeit für einen kleinen Einspieler noch. Und mit genau den Worten werde ich mich jetzt wieder in mein Büro begeben, dem Krankenbett, denn wir haben heute den Toten Sonntag und genauso fühle ich mich auch. Ich lasse die anderen mal weiter malochen. Bis dahin. So. Wir müssen hier noch ein bisschen weitermachen, weil die 40 cm haben wir noch nicht erreicht und die Sonne geht gerade unter. Und wenigstens den Graben wollen wir hier in 5 Stunden Maloche irgendwie fertig kriegen. Deswegen machen wir noch ein bisschen Gas. Ette ist weg. Jetzt haben wir auch nicht so einen Anzugträger, der die ganze Zeit nervt. So, Jan macht jetzt noch den letzten Durchgang hier, und wie es der Zufall so will, fängt es gerade an zu regnen. Ehrlich. Aber wir machen jetzt auch gleich Feierabend und dann geht's rein ins Outro! Aussprechen, was ich gerade denke, wird dieses Video gesperrt werden! Sag mal, wie ruhig das hier in Bayern ist. Liebe Grüße an Mutti!